Ende der 90er Jahre war die Pionierzeit der Videospiele. Praktisch fast alle relevanten Franchises, die ihr heute so kennt, haben um die Jahrtausendwende das Licht der Welt erblickt. Ganz vorne mit dabei damals Bullfrog Productions aus Guildford in England, die sich bereits Anfang der 90er Jahre mit der Populous-Reihe, 1994 mit Theme Park und 1997 mit Theme Hospital einen Namen gemacht hatten. Neben Theme Hospital erschien aber im selben Jahr auch ein bemerkenswertes zweites Spiel, welches damals wie heute einzigartig ist und besondere Features besaß, die es vorher noch nie gegeben hatte. Die Rede ist natürlich von Dungeon Keeper, oder besser gesagt, hier ist die Geschichte eines Welterfolgs, den heute jüngere Spieler gar nicht mehr kennen dürften, da der Titel bzw. die Serie ein Paradebeispiel für Missmanagement in der Gaming-Branche geworden ist und verdeutlicht, was Electronic Arts schon damals war und leider auch heute noch ist. Bevor Dungeon Keeper 1997 erscheinen durfte, begann der Abstieg Bullfrogs bereits 2 Jahre vorher, mit dem zunächst lukrativen Verkauf des kompletten Studios an den schon damals viel zu großen Electronic Arts Konzern. Wie damals versprochen, durfte Bullfrog das schon begonnene sowie spannend klingende und innovative Dungeon Keeper fertig entwickeln. Und um dem gleich vorzugreifen, danach kam immerhin noch der direkte Nachfolger, der Abschluss der Populous-Reihe und anschließend 2 weitere Theme Park-Spiele. Nach einem Auftragsport für Quake 3 Revolution auf die PlayStation 2 im Jahr 2001 war dann aber Schluss. Wie sich später mehrmals wiederholen sollte, hat man die Kuh erfolgreich gemolken, um sie anschließend zu schlachten. Was ich damit meine: Schaut mal zum Beispiel bei Origin, Westwood, Phenomic oder Maxis vorbei. Wie, die gibt's nicht mehr? Ja, genau, das Thema behandeln wir aber in einem Extra-Video. Dungeon Keeper jedenfalls stammt aus der Feder von Ex-Kultentwickler Peter Molyneux, der vollständigkeitshalber seinen Ruf in der Branche viele Jahre später ebenfalls mit kontroversen Entscheidungen gegen die Wand gefahren hat. Aber auch darum soll es heute nicht gehen. Erwähnenswert wäre aber, dass er selbst als erstes Bauernopfer direkt nach der Fertigstellung des Spiels freiwillig oder unfreiwillig Bullfrog verlassen musste und mit seinem neuen Studio Lionhead dann weitere Erfolge mit Black and White oder Fable feiern konnte, ehe er diesen Laden erneut mit gleichem Ende verkaufte, dieses Mal allerdings dann an Microsoft. Dungeon Keeper jedenfalls war ein nur so vor Innovation strotzendes Strategiespiel, in dem der Spieß umgedreht wurde und ihr somit diesmal das pure Böse als Keepermeister verkörpertet. Damit aber nicht genug, durftet ihr ebenfalls innovativ und vorher so noch nie dagewesen einen unterirdischen Dungeon bauen, dessen Räume ihr vorher mit euren Imps erst freigraben musstet. So buddeltet ihr zum Beispiel Schlafräume für eure Kreaturen, Hühnerfarmen für die Nahrung oder Bibliotheken zum Forschen aus. Über Portale konnten Kreaturen in euren Dungeon einziehen, die sich anhand der vorhandenen Räumlichkeiten für euch entschieden oder im dümmsten Fall lieber zum feindlichen Keeper zogen. Zudem musstet ihr eure Kreaturen trainieren, Fallen errichten, Gold abbauen und eure Kreaturen aufheben, um sie dann wortwörtlich in den Kampf zu werfen. Ihre Untergebenen tragen den Siegtreffer. Besiegte Gegner wiederum wurden wahlweise nur K.O. geschlagen, um sie dann in der Folterkammer foltern zu können, oder bei Ableben auf dem hauseigenen Friedhof verscharrt, um Vampire zu züchten. Bemerkenswert war auch das Crossover des Avatars aus der Ultima-Serie, der dann schlussendlich als Endboss ebenfalls natürlich in eurer Folterkammer enden durfte. Mindblowing war aber die Möglichkeit, via Zauberspruch jede eigene Kreatur übernehmen zu können und dann via Ego-Perspektive durch euren Dungeon zu wandern. Ein Feature, welches über Jahre niemand kopieren konnte und auch heute noch eine absolute Ausnahme ist. Also jetzt mal ehrlich, wie zur Hölle haben die das hinbekommen? Verkaufszahlen konnte ich leider keine recherchieren, einen direkten Nachfolger schienen sie aber jedenfalls zu rechtfertigen. So bastelte das Bullfrog-Team in den beiden Folgejahren an Dungeon Keeper 2, welches 1999 auf den Markt geworfen wurde.
Im Gegensatz zum ersten Teil wurde vor allem dank neuer Engine die Grafik extrem aufgebohrt und der überspitzte Humor erweitert. Dass aber Peter Molyneux hier mit nichts mehr zu tun hatte, konnte man schnell daran erkennen, dass Teil 2 im Gegensatz zum ersten Teil sonst nichts Neues zu bieten hatte, musste es aber auch nicht. Dungeon Keeper 2 ist ebenfalls ein grandios gutes Spiel geworden. Mein komplettes Let's Play findet ihr ebenfalls auf diesem Kanal. Übrigens auch 2 Tutorials, wie ihr die Klassiker auch heute problemlos zum Laufen bekommt, wenn vielleicht auch ein bisschen out of date. Ein Kuriosum ist auch, dass man sich seiner Sache so dermaßen sicher war und direkt einen Teaser zu einem möglichen Dungeon Keeper 3 einbaute, in dem es das Böse erstmals an die Erdoberfläche geschafft hätte. Dazu kam es aber bekanntlich nicht. Dungeon Keeper 2 verkaufte sich im videospieleprägenden Jahr 1999 nicht gut genug und ging in der Masse zunächst unter. Der Anfang vom Ende des Studios. Und um das mal zu verdeutlichen, 1999 erschien unter anderem SimCity 3000, Unreal Tournament, Age of Empires 2, Battlezone 2, Quake 3 Arena, GTA 2, Command & Conquer Tiberian Sun, Die Siedler 3 und das ebenfalls hauseigene Theme Park World. Smash Bros, Alpha Centauri und so weiter. Da half auch das offizielle deutsche Lied Hinter diesen Mauern von Sven Francisco und Lotte Ohm nichts, die die Werbekampagne pushen sollten und es damit sogar kurz in die Charts schafften. Schon wieder neuer auf Abenteuer. Zu später Stunde noch im Kerkergemäuer. Sieht ganz gut aus und hat Erfolg bei den Frauen. Und kommt hier runter, meine Monster zu verhauen. Hat schon Drachen getötet per Schwertstich. Doch hier unten hat das leider keinen Wert nicht. Will meine Schätze, doch ich schätze, die behalte ich. Denn wer hier klaut, den verletze ich gewaltig. Tja, und das war's dann erstmal. Bullfrog fiel wie viele andere Studios bei EA der Schere zum Opfer und die Dungeon Keeper Marke verschwand auf dem hauseigenen EA-Friedhof, der eingekauften, aber nie mehr benutzten Marken, gleich zwischen Ultima und etwas später Command & Conquer. Es hätte die Geschichte hier eigentlich auch ihr trauriges Ende nehmen können, hat sie aber nicht. Denn EA gräbt seine Leichen ab und an gerne mal wieder aus, um sie erneut zu töten, wie kürzlich wieder in Form von Command & Conquer Legions eindrucksvoll bewiesen. Also mal ernsthaft, bis hierhin hatte man nur gute Erinnerungen an Dungeon Keeper, die Marke war intakt, eine Fortsetzung wäre jederzeit möglich gewesen und so weiter. Aber dann kamen wir im Jahr 2014 an. Ich meine, kein schlechtes Jahr. Deutschland wurde bekanntlich Weltmeister und haute Brasilien mit 7-1 vom Platz. Ich heiratete und wurde zum ersten Mal Papa. Es war aber auch das Jahr, in dem EA seinen Ruf als schlechteste Gaming-Schmiede der Geschichte erneut untermauerte. So, you finally returned, Keeper. Dem Hype um Smartphone-Spiele folgend brachte man, nachdem man mit der Marke 15 Jahre lang gar nichts gemacht hatte, eine der größten Pay-to-Win-Höllen für Android- und iOS-Geräte auf den Markt. Eine Geldverbrennungsmaschine ohne jeglichen Skrupel und Gewissen, in der auf alles geschissen wurde, was mit den Vorgängern zu tun hatte, nur um den Namen für Profit zu benutzen, um euch als Spieler nach Strich und Faden zu verarschen. Kommt euch bekannt vor, oder? Ja, richtig. Man macht aktuell genau das gleiche bereits zum zweiten Mal mit der Command & Conquer Marke. Uff. Jedenfalls im schlicht betitelten Dungeon Keeper Game durftet ihr auf den ersten Blick erneut euren Dungeon ausgraben, werdet aber bereits früh im Spiel durch Bezahlschranken eingeschränkt. Einen Raum schneller ausgraben oder tagelang warten? Bitte bezahlen. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja gut, die paar Cent geschenkt. Aber nee, eben nicht. So kosten zum Beispiel bis heute in diesem Spiel 500 Edelsteine, also die Ingame-Währung, 4,49 €. Aber hey, wer Geld sparen will, kauft direkt laut Shop das beste Angebot mit 14.000 Edelsteinen für 90 €. Nochmals, 90 € und kann damit dann nichts anderes als ein paar Gänge und Räume schneller ausgraben oder wartet je nach Art des einzelnen viereckigen Blocks bis zu 24 Stunden, in denen sonst gar nichts passiert. Zu Beginn habt ihr zudem nur 2 Imps zur Verfügung, die somit nur 2 Blöcke gleichzeitig beackern können. Wow! Wer mehr möchte, kauft sie für weitere Edelsteine. Genauer gesagt für 800 Edelsteine pro Imp.
also ca. 6 € pro weiteren Arbeiter. Geil, oder? Dazu motivierte die Geldausgeberei auch nicht wirklich, weil die Gegenleistung in Form eines neuen Raums super gering war. Und ja, viel mehr gibt's zu dieser Pay-to-Win-Hölle dann auch nicht zu sagen. Gott sei Dank war der folgende Aufschrei groß genug, Presse wie Spieler zerrissen den Titel, weswegen dieser in kürzester Zeit wieder in der Versenkung verschwand. Und wie so oft schlussfolgerte man das völlig Falsche daraus, nämlich, dass die Spieler offensichtlich keinen Bock mehr auf ein neues Dungeon Keeper hätten. Uff. Also ab damit zurück auf den Friedhof, gleich neben Ultima und, ach, ihr wisst's eh schon. Immerhin werkelten einige Hardcore-Fans mit ehemaligen Bullfrog-Mitarbeitern, die sich als Subterranean Games neu formierten, an einem inoffiziellen Nachfolger namens War for the Overworld, der ganz okay war, aber leider nicht den Charme der Originale einfangen konnte. Aber auch das Fanprojekt Keeper FX ist absolut erwähnenswert, in welchem das Original Dungeon Keeper komplett neu gebaut wurde und sogar um viele Dinge wie höhere Auflösung, neue Monster, neue Kampagnen und einen funktionierenden Multiplayer erweiterten. Grundlegend bleibt die Geschichte aber wie so oft dieselbe. Ein kleines Studio hat mit innovativen Spielen heute wie damals Erfolg. Daraufhin wird es zu einem völlig verrückten und nicht ablehnbaren Preis aufgekauft, die Marke bis zur Unkenntlichkeit verwurstelt und anschließend auf den Müll geworfen. Ein Geschäftsmodell, das zu funktionieren scheint. Du hast dich zu weit vorgewagt, Hinter diese Mauer, dich durch dieses Tor gewagt. hinter diese Mauer, Ich hab's dir schon davor gesagt. hinter diese Mauer, hast einen Meister gefunden hier unten, hier unten, hier unten.